40% Rabatt gleich bei Release. Da muss doch irgendwas schiefgegangen sein. Nebenbei ist es mein erstes Steampunk-Set. Ich musste zuschlagen bei dem Preis. Schauen wir uns das Set zusammen an. Hallo und willkommen auf meinen Klemptastischen Kanal. Heute zeige ich euch das neueste Set von Lumibrix von der Steampunk-Reihe mit der 11017. Hier steht nicht vorne der Name, aber das ist die Steampunk Time Opera House. Das Set hat 2810 Teile und das ist die Box. Schön gezeigt, so mit so einem dunklen Hintergrund, so ein bisschen mystisch. An der Seite sehen wir hier ein paar Sachen, Andeutungen und hier ein bisschen was von den Inneren. Sonst stabile Airplay-Box wie immer bei Lumibrix. Ich habe mit Steampunk nichts auf dem Hut. Ich habe da zugeschlagen, weil ich gedacht habe, der Preis ist doch super geil. Aber zeigen kann ich es ja trotzdem. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass ich da nichts kapiere, worum es geht. Auf jeden Fall, das sind die Bauanleitungen. Wie immer bei Lumibrix kommen am Anfang diese Überprüfungen, wie viele Bauabschnitte und alles. Es hat 14 Bauabschnitte und die Beleuchtung wird auch super gut gezeigt, wie man es verbaut. Keine Probleme. Hier habe ich nirgendwo so Farbkodierung gesehen, was ich aber schade fand, war hier blaue Pins. Die sieht man auch da am Ende. Das finde ich tatsächlich schade, weil ich weiß von Lumibrix, dass sie es besser können. Auf jeden Fall dicke Bauanleitungen, also alles wird gezeigt ohne Probleme. Was wir aber hatten, war so ein Zusatzblatt. Ich habe es doppelt bekommen. Eins braucht man nur. Dass man im Bauschritt 349, also das ist die Korrektur und das war angezeigt. Also dass man nicht ins erste rein tut, sondern ins dritte Loch. Ja, und am Ende hat man auch noch ein paar Ausstellungsmöglichkeiten quasi oder Bespielbarkeiten. Aber das zeigen wir am Ende. Insgesamt haben die Bauanleitungen 661 Seiten, 952 Bauschritte, wie schon gesagt 14 Bauabschnitte, was heißt, man verbaut 2,6 Teile pro Bauschritt oder 177 Teile pro Bauabschnitt. So, die Maße vom Set. Es hat eine Breite von 32 cm, eine Standard Baseplate-Tiefe von 25,6 cm und eine Höhe von 26,7 cm. Machen wir nochmal so. Hier sollte das der höchste Punkt sein. Dann kommen wir zum Preis. Und das ist interessant. Also, dieses Set ist bei Release rausgekommen, also sofort beim Release mit 40% Rabatt rausgekommen. Warum? Es hatte wohl einen Produktionsfehler und diese zwei Tüten wurden mir mit der Post aus China verschickt und dieses Blatt. Ich hatte das Glück, dass es bei mir sowieso dabei war. Also tatsächlich müssten sie es mir zum Beispiel gar nicht schicken, aber das haben sie halt so gemacht. Und deswegen war 40% Rabatt. Der UVP-Preis 154 €, was schon da einen Teilepreis von 5 Cent macht pro Teil und 7 € pro 100 Gramm. Ach ja, das Set hat ein Gewicht von 2868 Gramm.
mit Minifiguren, Ersatzteilen und so. Also, mit 40% Rabatt hat es 92 Euro gekostet, 3 Cent pro Teil und 4,2 Euro pro 100 Gramm. Meiner Meinung nach unschlagbar. Dann hat das Set noch 6 Minifiguren. Die blende ich euch jetzt ein. Ich kann nicht viel über die Figuren sagen. So wie ich verstanden habe, 2 Figuren sind dafür da, dass sie quasi in dieser Time-Opera-Szene vertauscht werden. Die mit dem roten Kleid und rosa Kleid und der Steampunk-Typ mit Schnauzer und Hut mit diesem blauen Typ mit Umhang. Das werden wir später auch noch zeigen. Sonst schöne Lumi-Figuren, mal was anderes. Wie gesagt, Steampunk kenne ich mich da so nicht aus. Lustig fand ich, dass dieser eine mit dem Zauberhut so ein Eulengesicht hat. Dann hat dieses Set noch 28 bedruckte Teile und die Bauzeit betrug 7 Stunden. Da wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir zum Speedbuild. Danach zeigen wir die Beleuchtung und die Funktionen vom Set. Viel Spaß!
Ich hoffe, das Bildbild hat euch gefallen. Erstmal hier noch die Ersatzteile, damit ihr seht, also wie immer, Schraubenzieher kommt dazu, ein Teiletrenner, hier mal ein größeres Teil und so, dass ihr wisst, es sind auch 4 schwarze Pins dabei, aber das braucht man irgendwie später für den Umbau. Man kann die auch vielleicht an ein paar Stellen tauschen, wo die Farbe nicht passen. Aber hier, das sind die Ersatzteile. Wir haben hier sogar ein paar Metallic Gold Ersatzteile. Super. Und was auch interessant ist, auch so ein Ersatzteil von Elektronik. Ob das jetzt Ersatzteil ist oder man braucht es eher für diese Einstellung später, entscheidet selber. Aber es ist dabei. Dann die Beleuchtung. Man macht es hier an. Dann hat man hier hinten einen Schalter. Aber das kann man gerade nicht sehen. Aber auf jeden Fall kann man hier noch an- und ausmachen. Ah ne, eigentlich, das muss ich drinnen später zeigen, das ist nicht an und aus, sondern ob es rot oder blau leuchtet. Dann hat man hier dieses Opera-Haus, da muss man drücken, dann geht das Licht an. Und dann, ja, da muss ich so zeigen, hat man hier noch einen Schalter, dass ihr wisst, da geht auch noch was an. Aber ich mache jetzt erstmal mein Licht aus und dann kann ich das alles besser noch zeigen. So sieht es erstmal von vorne aus. Und dann kommen wir zu diesen Touch-Schaltern oder Touch-Modulen. Also wenn man das hier anfasst, dann geht alles aus. Wenn man es dann... und dann kann man hier sehen, dass es blau leuchtet. Bisschen, ja. Und dann, wenn man diesen Schalter hinten umschaltet, sieht man das? Ja, jetzt leuchtet es ein bisschen rot. Also das ist dieser Schalter hinten und hier nochmal, wenn man es anmacht, das ist dann eine Möglichkeit. Und man kann dann noch diesen Schalter anmachen, da sieht man, da leuchtet es hier auch noch und die Fenster leuchten noch durch. Also mehrere Beleuchtungsmöglichkeiten. Und hier so mal ein kleiner Rundgang. Hinten schimmert jetzt nur durch die Löcher was durch. Aber sonst von vorne mit diesen Scheinwerfern und alles richtig, richtig schön beleuchtet. So, machen wir wieder das Licht an. Und ich werde jetzt versuchen, euch so zu zeigen, was ich interessant fand und alles. Fangen wir zum Beispiel mit diesen Instrumenten an. Dieses Saxophon finde ich super cool gebaut. Dieser Print hier, das sind so Aufzugschächte, die werden wir später noch runternehmen. Das ist lustig, nur der ist halt jetzt nicht so stabil. Man kann ihn so ein bisschen hier einklemmen. Laut Bauanleitung soll er so stehen. Das ist, keine Ahnung, soll er Werbung machen, damit die Leute reinkommen in die Opera. Hier, die Scheinwerfer kann man ein bisschen drehen. Das hier ist alles Metallic Gold, super cool, Türe bedruckt. Das ist richtig schön gebaut. Man kann die ganzen Rädchen drehen. Das ist Pearl Gold. Bautechniken, richtig, richtig cool und spannend. Dann haben wir hier eine Trompete und hier haben wir, ich weiß nicht, wie man das nennt. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wisst. Ich will jetzt nichts Dummes sagen, weil ich habe null Ahnung, wie das heißt. Und dann hier kann man Karten, hat man einen Kartenverkauf, schöne Türen, ja. Und dann, das ist das von hinten und das ist auch so eine Funktion, die man drehen kann, aber dazu kommen wir. So, was die Modularität angeht, also das kann man auch so rausnehmen. Ja, und man kann auch das Dach runternehmen. Ja, da ist hier wieder dieses berühmte, da ist dieses berühmte Verbindungsstück, funktioniert in diesem Set super. Das ist der Kronleuchter. Hier die Rund-LEDs. Es gibt 4 Rund-LEDs, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Also, falls nicht, es gibt 4 Rund-LEDs, 14 normale LEDs, diese 2 Schalter plus dieser hintere Schalter da und halt, ja, hier die Verbindung und halt
dann hier und hier und plus die Reserveverbindung, die ich ja schon gezeigt habe. Dann von innen, da habe ich hier schon eine Figur hingesetzt, weil die Stühle, wie sie gebaut haben, ich nehme einfach diese, dass man sie da hier quasi mit den Beinen dazwischen noppen kann, finde ich eine coole Lösung, dass man die Figuren hinsetzen kann. Und ja, man hat so schwebende Stühle, man hat hier so eine Galerie, unten hat man Stühle, hier, also der Aufzug, der geht so hoch und runter, hier hoch und runter auch. Aber wieso klemmt ihr mir hier? Vielleicht stört da was. So. Ja, jetzt geht's besser. Also wenn diese Teile runtergehen, geht's besser. Und dafür brauchen wir auch gleich die schwarzen Pins. Ich stelle sie mal vor. Auf jeden Fall, da hat man so interessante Sachen. Das ist auch so Trans, rosa. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das auch leuchtet. Ich glaube nicht. Warte, schauen wir mal, wenn wir das anstecken. Nö. Okay. Auf jeden Fall, hier hat man ein paar Prints. Sehr interessanter Bau, aber es ist jetzt auch nicht überfüllt mit Details. Und was mich halt super stört, blaue Pins, rote Achse. Wozu? Also das kann Lumibrix besser. Kommen wir dann jetzt zu dieser Einstellung. Dann steht in der Bauanleitung, dass man halt hier so diese Pins nimmt, die schwarzen, tut man das hier hin und dann so tut man diese hier hin und das hier so. Dann nimmt man die Batteriebox und dafür brauche ich jetzt tatsächlich dieses Reserveteil und man nimmt das hier so. Und verbindet es, oder? Aber warte, da müssen wir so, damit die Verbindung auch passt. Ja, und dieser Schalter hinten, komme ich jetzt daran, steht da. Blau oder rot, blau, rot. So, dann haben wir hier diese quasi Funktion. Man dreht es halt so. Ich weiß nicht, warum es bei mir so klemmend bleibt. Vielleicht habe ich irgendwo zu fest zugedrückt, keine Ahnung. Aber was passiert? Also funktionieren tut es trotzdem, nur ein bisschen halt hakt es irgendwo. Ja, die zwei drehen sich und hier dreht sich das und die Uhr geht links und rechts. Der Bau davon war richtig lustig, aber ich finde es halt noch nicht heraus, warum es bei mir ja so hängen bleibt. Nervt mich auch, aber was soll ich machen? Manchmal geht es ein bisschen besser und dann bleibt es hängen. Ja, oder es ist auch vielleicht viel zu viele Rädchen, die sich drehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, in der Bauanleitung zeigt es dann, dass quasi, wenn die eine Runde gedreht haben, dann wird aus diesem Mädel das hier. Und aus diesem Mann wird das hier und dann, ob ich das jetzt so schaffe, wie es da gezeigt worden ist, das sollte so irgendwie, als ob er aus diesem Kreis rauskommt. Genau, so war das der Plan. Und dann, quasi wenn man es dreht, dann ist er halt da aus der Wand rausgekommen, Zeitmaschine, irgendetwas. Ja, das ist die Idee von Lumibrix, von Steampunk und so. Nochmal, ich habe davon absolut keine Ahnung, weil ich bin jetzt auch nicht so vom Steampunk-Style der Liebhaber. Aber was ich sagen muss, ich finde die Oper oder dieses Operahaus könnte sogar fast in so eine Stadt reinpassen, weil so schickimicki glitzy ist sie jetzt auch nicht. Also es ist okay. Ja.
tatsächlich werde ich es trotzdem nicht behalten, weil ich habe schon die City-Reihe, die Western-Reihe, die Street Fusion-Reihe und so, und das wäre mir einfach zu viel. Ah ja, hier nochmal das Dach von oben. Das ist cool, alles in Trans Clear, so kleine Details. Hier ist auch so ein Scheinwerfer und da. Das war auch cooler Bau. Ja, und so ein bisschen halt quasi überall diese Röhre. Ah, hier, das gehört hier hin. Gefunden. Und sowas. Also, wer im Steampunk drinnen ist, ich kann mir vorstellen, dass sowas ihm gefällt. Ich glaube, Fantasy hat auch so Steampunk-Sachen und ja, da machen die zwei Hersteller quasi fast ein Wettrennen. Oh, jetzt habe ich die zwei verkehrt rum hingetan. Also Lumibrix und Fantasy, quasi fast ein Wettrennen, wer die cooleren Steampunk-Sets macht. Was halt Lumibrix auch cool hat, sind diese Cyberpunk-Sets, aber davon habe ich auch jetzt keine, aber es gibt genügend Kanäle auf dem Internet, die das zeigen. Das war jetzt von mir ein kleiner Ausrutscher, weil einfach die Klemmbaustein-Sucht hat es mir nicht erlaubt, bei so einem coolen Angebot nicht zuzuschlagen. Der Bau hat mir Spaß gemacht, den Bauspaß hatte ich. Es wird eine Weile hier bei mir zu Hause noch sein und irgendwann werde ich es dann auch verkaufen und dann könnt ihr es vielleicht von mir mal gebraucht abkaufen. Was meint ihr? Wie gefällt euch das? Habt ihr schon Steampunk gebaut? Könnt ihr mir etwas sagen über dieses Time Machine Zeug, was da gerade hinten passiert ist? Wie gesagt, optisch gefällt es mir sehr, diese ganzen bedruckten Teile, die ganzen Instrumente, wie sie gebaut sind, das Haus an sich, toll. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Leute, wenn ihr das mögt, ich hoffe, der Rabatt ist immer noch da und dann könnt ihr zuschlagen. Wie viel habe ich gesagt? 92, 93 Euro für 2810 Teile. Das ist Lumibrix-Niveau, also 3 Cent pro Teil, mit Beleuchtung, mit Minifiguren, mit bedruckten Teilen, Metallic Gold, Pearl Gold, Wahnsinn. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr im Thema drin bin, aber das Set konnte ich euch dennoch zeigen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.